Jeder Blick nach hinten beim Autofahren oder Fahrradfahren, jede Bewegung über Kopf oder das Heben schwerer Dinge tut weh und lässt den Arm kribbeln. Das kann an einer Nervenverengung im Halswirbelbereich liegen. Und in diesem Video zeige ich dir, welche Übungen bei einer Spinalkanalstenose an der Halswirbelsäule wirklich sinnvoll sind und warum. Wir schauen uns an, was im Körper genau passiert, warum Schmerzen, Taubheit und Kraftverlust entstehen und was du mit gezieltem Bewegungstraining dagegen tun kannst. Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Wirbeln. Zwischen ihnen verlaufen die Bandscheiben und die Nerven, die von den Rückenmark im Arm und Hände ziehen. Mit zunehmendem Alter kommt es zu Veränderungen. Die Bandscheiben verlieren an Höhe, es können sich auch Knochenanbauten, Osteophyten an den Wirbelgelenken bilden und dadurch wird der Zwischenwirbelkanal enger, also der Raum, in dem die Nerven verlaufen. Und dann spricht man von einer Spinalkanalstenose. Wird dabei eine Nervenwurzel eingeengt, reagiert er. Denn diese Einengung führt zu Druck auf die Nervenwurzel. Dadurch entstehen Schmerzen, die in den Arm ausstrahlen. Entzündliche Reaktionen können den Nerv noch empfindlicher auf Druck, Kälten oder Vibration machen. Der Nerv kann Reize schlecht weiterleiten, was Taubheit oder Muskelschwäche verursacht. Patienten berichten häufig von ziehenden Schmerzen vom Nacken, im Schulter, im Arm, manchmal bis in den Fingern hinein, begleitet von Kribbel oder Kraftverlust. Die Symptome entstehen dadurch, dass die Nerven gereizt werden und die Signale nicht mehr richtig weitergeleitet werden können. Bei Bewegung, wie zum Beispiel das Nackenstrecken oder über Kopf arbeiten, verändert sich die Stellung der Wirbel und der Nervenaustrittskanal wird noch enger, wodurch der Nerv stärker komprimiert wird. Das erklärt, warum gerade diese Aktivitäten die Beschwerden verstärken. Gezielte Übungen können hier helfen, weil sie die Muskulatur rund um die Halswirbelsäule stärken, stabilisieren und die Wirbelsäule in eine neutrale, entlastende Position bringen und die Beweglichkeit verbessern. Durch kontrollierte Bewegungen wird die Durchblutung der Nerven gefordert. Reizungen werden reduziert und die Signalweiterleitung stabilisiert. So können Schmerzen und Kribbeln nachlassen, die Kraft im Arm und Hände erhalten bleiben oder wieder aufgebaut werden und die alltägliche Belastbarkeit wieder steigern. Deshalb zeige ich dir jetzt 5 Übungen, die genau diese Mechanismen unterstützen, die Nerven entlasten und dir dabei helfen, deine Beschwerden zu lindern, um wieder beschwerdenfreier sich zu bewegen. An erster Stelle, was du immer im Hinterkopf behalten musst. Die Beschwerden entstehen, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder länger im Auto sitzt. Das heißt, diese Vorwärtsbewegung vom Kopf, von der Seite, diese Haltung sorgt dafür, dass der Kanal, wodurch der Nerv rausgehen muss, dass der noch enger wird, als er sowieso schon ist. Das heißt, die Übungen sollen dir dabei helfen, die Kurvatur von deiner Halswirbelsäule wieder herzustellen, um mehr Platz zu schaffen. Je mehr Platz deine Nerven haben, desto besser wird es denen gehen, weil Nerven keinen Druck mögen. Und genau dafür als Einstieg ist diese erste Übung. Es wird dir dabei helfen, die Stellung von der Halswirbelsäule wieder zu optimieren. Und dafür kannst du es sowohl im Liegen machen, als auch im Stehen oder im Sitzen. Versuche deinen Oberkörper oder deine Wirbelsäule, deine Haltung allgemein erstmal in einer aufrechten Position zu halten, dass du nicht so in dich hineingesackt bist. Aufrechte Haltung, die Schulterblätter zusammengezogen und von dieser Position versuchst du nun ein Doppelkinn zu machen. Die Bewegung ist sowohl von dem Kopf nach hinten und dazu noch den Nacken nach hinten zu schieben. Es soll von vorne ungefähr so aussehen. Dein Oberkörper ist aufrecht, die Schulterblätter sind nach hinten gezogen und dann aus dieser Position versuchst du den Kopf nach hinten zu bringen
damit hier ein Doppelkinn entsteht. Bleib in dieser Position für 10 bis 15, 20 Sekunden und löse es wieder ab. Wichtig ist beim Ablösen nicht sofort wieder hier reinfallen, sondern halte deine Brustwirbelsäule aufrecht, die Schulterblätter zusammen nach hinten und bewege dann den Kopf nach hinten in ein Doppelkinn. Was du nicht vergessen darfst, fixiere einen Punkt. Diesen Punkt soll auf Augenhöhe sein und du solltest weder den Blick nach unten bringen, noch den Punkt so weit nach oben fixieren, damit du den Kopf hinten im Nacken nimmst. Das wäre nicht ideal. Also, deine Blickrichtung bleibt nach vorne und aus der Position Doppelkinn und Nacken nach hinten schieben. Diese Übung richtet die Halswirbelsäule auf, reduziert die Kompression durch den Druck auf die Nerven und gleichzeitig stärkt sie auch deine tiefen Nackenmuskel. Blickrichtung geradeaus nach vorne, Brustwirbelsäule aufrichten, Schulterblätter nach hinten, Doppelkinn. Und in der Position verbleiben. Und dann wieder lösen. 10 Wiederholungen jeweils für 10 Sekunden mindestens halten. Und das Ganze im besten Fall für 2 Serien. Die Übung kannst du steigern, indem du das Haltenzeit erhöhst von 10 auf 15, 20 Sekunden oder indem du die Wiederholungszahlen steigst von 10 zu 12, 15 bis zu 20. Auch wenn man die Wirbelsäule im Nacken-, Brust- oder Lendenbereich einteilt, man muss immer im Hintergrund haben, dass sie nur als Ganzes funktioniert. Das, was im einen Bereich passiert, wird einen Einfluss haben auf den nächsten. Deshalb ist es extrem wichtig, wenn man Nackenbeschwerden hat, auch den Brustwirbelsäulebereich mitzutrainieren. Und genau dafür ist diese nächste Übung. Dafür solltest du in Vierfüßlerstand hingehen. Deine Hüfte sind in 90 Grad gebeugt, deine Knie direkt darunter. Deine Hände sind ungefähr schulterbreit auseinander und deine Hand ist direkt unterhalb von der Schulterbereich. Und diese Übung beginnst du, indem du den Kopf nach unten bewegst, so als ob du Kinn Richtung Brustbereich bringen willst. Und gleichzeitig lässt du die Schulterblätter zusammenziehen. Die Ellenbogen bleiben aber komplett gestreckt. Um dann als nächstes Brustwirbelsäule hochzuheben und den Nacken strecken nach oben, aber nur so weit, bis du mit dem Nacken gerade bist. Nicht nach oben Richtung Decke schauen, sondern gerade Haltung beibehalten und die Brustwirbelsäule hochbringen. Kurz in die Spannung bleiben und dann den Nacken wieder senken und Kinn Richtung Brust zu bringen. Dann wieder Schulterblätter hochdrücken, Brustbereich nach oben Richtung Decke und den Nacken langsam heben. Nur so weit, bis du in eine gerade Linie bist, dein Blickrichtung bleibt Richtung Boden. In der Position für 2 bis 3 Sekunden bleiben, wieder loslassen, Schulterblätter zusammenziehen, ganz bewusst zusammenziehen und dann Kinn Richtung Brustkorb. Schulterblätter hoch und den Kopf von unten nach oben wieder bewegen. Stell dir mal vor, du hättest ein Seil, die dir ganz weit nach vorne den Kopf zieht. Nicht nach oben, sondern wirklich in eine Verlängerung. Und das ist auch die Spannung, die du erzeugen willst. Schulterblätter weit auseinander, Brustbereich nach oben Richtung Decke, Blickrichtung bleibt zum Boden hin und dann wieder lösen. Vor allem dadurch, dass man das Kinn nach unten Richtung Brustbein bringt, das eröffnet die hintere Gelenkfläche von der Halswirbelsäule und entlastet die Nerven. Schulterblätter wieder hoch, Muskulatur aktiviert, Kopf heben, nur so weit, bis man eine gerade Linie ist und die Blickrichtung bleibt nach unten. Diese Übung
ist sehr effektiv, um akuten Beschwerden zu lindern und gleichzeitig mehr Beweglichkeit für die Halswirbelsäulen herzustellen. Wie ich davor schon gesagt habe, diese Vorwärtshaltung sorgt besonders dafür, dass hinten auf den Gelenken, auf die Facettengelenke von der Halswirbelsäule zu viel Druck entsteht. Und das kann auch die Nerven reizen. Diese Haltung ist auch sehr häufig kombiniert, wenn man von der Seite sieht, mit dieses Zusammenfallen von der Brustpartie. Je aufrechter und geöffnet unser Brustkorb ist, desto leichter fällt es, den Halsbereich auch ebenfalls mehr Platz zu schaffen. Und dafür ist unsere dritte Übung. Für diese Übung brauchst du so eine Faszienrolle. Die wird dir einfach dabei helfen, die Übung noch stärker, noch mehr zu intensivieren. Falls du sie nicht hast, dann nimm ein großes Badehandtuch und roll es so eng wie möglich zusammen. Dann setz dich mal hin, deine Füße sollen die ganze Zeit auf dem Boden bleiben, deine Knie, Beine sind aufgestellt. Und die Faszienrolle platzierst du jetzt auf dem Boden und du solltest dich so ungefähr auf BH-Höhe bzw. Schulterblatt, die Spitze von dem Schulterblattbereich, solltest du auf die Faszienrolle drauflegen. So soll das ungefähr aussehen. Und mit beiden Händen hältst du nun nicht unbedingt nur den Kopf fest, sondern vor allem gibt es auch eine gute Unterstützung für deinen Hals. Halten, das Gewicht von deinem Kopf abnehmen und in der Position beginnst du, indem du die Ellenbogen nach außen bringst, so weit nach außen, dass du in der Brustpartie eine schöne Dehnung spürst und dann einatmen und du rollst über die Faszien rüber. So weit wie du kannst, Ellenbogen ganz weit auseinander und dann wieder ausatmen und roll, wirklich rund werden vorwärts. Die Position von Kinn Richtung Brustbein, die wird auch dafür sorgen, dass der Kanal hinten sich eröffnet und dadurch weniger Druck auf den Nerven entsteht. Einatmen, nach hinten rüberrollen, so weit wie du kannst. Mit den Händen halt den Kopf-Nackenbereich gut fest. Ellenbogen schließen, ausatmen und richtig schön rund werden. Einatmen nach hinten, lass es schön dehnen. Das ist eine wunderschöne Übung, um den Brustpartie zu öffnen, Hals- und Brustwirbelsäule schön zu entlasten. Bleib in der Position für ein paar Sekunden, atme wieder aus und heb dich wieder hoch. Und diese Übung solltest du dann 10 bis 15 Mal wiederholen, im besten Fall 2 bis 3 Serien. Zu Beginn, wenn deine Beschwerden zu stark sind, dann mache ein paar weniger Wiederholungen, aber lass die bei jeder Ausatmung, bei jedes Rüberrollen auf der Faszienrolle, lass dir ein bisschen mehr Zeit. Genieß die Dehnung, genieß die Beweglichkeit, die Öffnung von der Brustpartie und die Stärkung von deiner Muskulatur. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du von zu Hause aus deine Beschwerden lindern kannst mit einfachen, aber sehr effektiven Übungen, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht mit unseren 2 nächsten Übungen. Für unsere nächste Übung brauchst du so ein Gummiband. Und was ganz wichtig ist, auch die Halswirbelsäule, Muskulatur will gestärkt werden. Du brauchst Kräftigungsübung, falls du Nackenschmerzen hast. Und das ist eine gute Möglichkeit, genau diese Muskulatur gezielt aufzubauen, damit sie stärker und stabiler wird. Dafür solltest du das Gummiband um den Hinterkopf zu platzieren. Und jetzt wird es davon abhängig, wie Widerstand oder wie stark der Widerstand für dein Gummiband ist. Wenn du ein leichteres hast, kannst du das doppelt nehmen. Wenn du so ein mittleres hast, dann auch nur 1. Und diesen Gummiband solltest du dann auf den Hinterkopf platzieren. Die Ellenbogen beginnst du die Übung mit den Ellenbogen gebeugt. Wie davor, dein Oberkörper oder deine Haltung ist aufrecht, die Schulterblätter sind nach hinten zusammengezogen.
Als erstes von der Position beginnst du und streckst die Ellenbogen nach vorne. Das Gummiband bleibt hinter an den Hinterhaupt. Deine Ellenbogen sind gestreckt und du fixierst deine Blickrichtung in einen Punkt auf ungefähr Augenhöhe. Du solltest weder nach unten noch nach oben schauen. Bleib mit der Blickrichtung nach vorne und aus der Position lässt du nun vom Zug her, vom Gummiband, deinen Kopf nach vorne bewegen, in diese Geierhaltung. So als ob du einen Geierhals haben möchtest. Von der Position drückst du nun den Kopf nach hinten, so weit, bis ein Doppelkinn entsteht. Bleib in dieser Position für ein paar Sekunden, lass dann den Kopf wieder vorwärts, Ellenbogen bleiben gestreckt, Blickrichtung nach vorne und dann wieder nach hinten, bis du ein Doppelkinn hast. Achte darauf, dass deine Ellenbogen, deine Schulterblätter nicht nach oben Richtung Ohr bleiben, sondern schön nach unten gedrückt sind. Und dann wieder nach vorne, kurz in der Position, Ellenbogen durchgestreckt und wieder nach hinten. Deine Blickrichtung bleibt nach vorne und du hast ein Doppelkinn. Das gleiche nochmal von der Seite aus. Das Gummiband so breit wie möglich, dass es nicht verrutscht. Oder du kannst es auch gerne doppelt nehmen. Im Hinterkopfbereich. Du beginnst die Übung, aufrechte Haltung, Schulterblätter nach hinten, Ellenbogen sind gebeugt und das Gummiband ist erstmal locker. Aus der Position die Ellenbogen strecken nach vorne, so dass du einen schönen Widerstand von dem Gummiband erzeugst. Lass den Kopf nach vorne gehen in so einer Geierhaltung, Geierhals und dann drück den Kopf nach hinten mit einem Doppelkinn. Bleib in der Position für ein paar Sekunden und lass wieder den Kopf nach vorne gleiten. Schön in Blickrichtung in Augenhöhe halten, damit das Gummiband auch nicht wegrutscht. Ungefähr auf Ohrhöhe soll es dann sein. Und dann wieder nach hinten drücken, bis du ein Doppelkinn hast. Langsam nach vorne bleiben. Ellenbogen bleiben die ganze Zeit gestreckt. Und wieder nach hinten. Schulterblätter weg vom Ohr, Oberkörper aufrecht, Doppelkinn und kurz bleiben. Diese Übung funktioniert super gut, um deinen tiefen Halsmuskel zu stärken. Jeder, der Nackenbeschwerden hat, sollte zumindest diese Übung durchführen. Und diese letzte Übung dient zur Aktivierung der Schulter-Nackenmuskulatur. Vor allem dann, wenn die ausstrahlenden Schmerzen auch Richtung Nackenpartie geht. Stell dir an eine Wand ran, so weit nach hinten, dass deine Schulterblätter fest an der Wand sind. Aus dieser Position versuchst du nun auch deinen Kopf nach hinten Richtung Wand zu bewegen. Im besten Fall bekommst du das hin, dass dein Hinterhaupt auch an der Wand dran ist. Nun bringe die Ellenbogen nach außen, so weit wie du kannst in 90 Grad, ohne die Stellung vom Kopf oder die Schulterblätter zu verlieren. Von dieser Position versuchst du jetzt, die Hände über den Kopf nach oben zusammenzubringen. Vergesse nicht, dass dein Kopf und Schulterblätter die ganze Zeit hinten an der Wand bleiben sollen. Bring die Arme langsam wieder runter, bis du so eine V hast. Und dann wiederhole das Ganze. Hinterhaupt gegen die Wand drücken, Schulterblätter bleiben im Kontakt, Handfläche sind nach vorne und im besten Fall auch die Ellenbogen sind an der Wand. Dann über den Kopf greifen, Ellenbogen so weit wie möglich nach hinten, bis du die Hände komplett nach oben hast. Halte kurz die Spannung und komm dann langsam wieder runter. Das Wichtigste bei dieser Übung ist das Tempo. Führe die Übung wirklich langsam durch. Du wirst merken, überhaupt erstmal in dieser Position zu kommen, wo die Schulterblätter an der Wand ist und auch den Kopf an der Wand ist schon schwer genug. Und wenn du dann noch diese Spannung aufbaust und langsam und gezielt die Bewegung durchführst, Ellenbogen schön hinten an die Wand, Handfläche nach vorne zeigend und dann über den Kopf. Und dann wirklich langsam wieder nach unten.
Bei Beschwerden kommt es um die Qualität der Bewegung, nicht um die Quantität an sich. Wenn du nicht unbedingt komplett nach hinten hinkommst mit Schulterblätter und Kopf, ist es nicht schlimm. Aber versuche jedes Mal etwas weiter nach hinten. Kenne deine Grenze, respektiere sie, aber versuche jedes Mal ein kleines bisschen mehr zu erreichen, damit sowohl Kraft und Beweglichkeit auch steigern. 12 bis 15 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien solltest du davon durchführen. Diese Übungsroutinen kann dir sicherlich helfen, deine Beschwerden zu lindern und deine Taubheit oder Schmerzen zu reduzieren. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!